Ja, mein Name ist Rudolf Kammerl. Ich bin Professor für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik. Ich bin in der Lehre tätig im Bereich Lehrkräftebildung, in den pädagogischen Studiengängen. Und in der Forschung haben wir medienpädagogische Themen zu bearbeiten, die sich eben mit Bildung, Erziehung und Sozialisation in einer tiefgreifend mediatisierten Gesellschaft beschäftigen. Ja, künstliche Intelligenz ist seit dem Erscheinen von OpenAI stärker in den Fokus gerückt. Davor war es auch schon am Rande immer Thema im Kontext von E-Learning, maschinelles Lernen und sowas. Aber durch die Verfügbarkeit von den großen Sprachmodellen ist es natürlich jetzt präsenter. Und wir beschäftigen uns einerseits also mit der Frage, inwiefern Kinder, Jugendliche Large Language Models schon Kontakt haben oder mit anderen generativen KI. Und in der Lehre beschäftigen wir uns natürlich mit der Frage, wie denn zukünftige Lehrkräfte, wie zukünftige Medienpädagogen denn ausgebildet werden müssen, um eben einerseits quasi die Vorerfahrungen von Kindern aufgreifen zu können, ihnen selber tatsächlich Wissen über KI beizubringen und natürlich auch dann KI-Anwendungen selber für die Unterstützung von Lehr-Lernprozessen zu nutzen. Also wir beschäftigen uns vor allem mit den Sprachmodellen und versuchen da auch Studierende zu unterstützen, selber kleine Forschungsprojekte durchzuführen. Und natürlich zielt es darauf ab, tatsächlich eben auszuloten, mit welchen Fehlannahmen möglicherweise Schülerinnen, Schüler, jugendliche Kinder eben dann in Bildungseinrichtungen kommen. Und andererseits eben, wie dann Lehrkräfte das Thema da aufgreifen. Am ehesten noch, wenn es darum geht, tatsächlich jetzt irgendwie eine Unterstützung zu haben als Lehrender bei der Verfassung von Übungstexten, von Fallbeispielen etc., dass man quasi eben hier mit ein paar Stichworten dann also sich von Sprachmodellen Text generieren lässt, den man natürlich dann nochmal bearbeiten muss. In den anderen Bereichen scheint es mir noch nicht so gut ausgereift zu sein. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auch schon geguckt, inwiefern man tatsächlich ausgehend von Skripten sich da gute Klausurfragen oder Übungsfragen generieren lässt. Da bin ich noch nicht so zufrieden. Aber bezogen auf Chancen sehe ich natürlich da Entwicklungsmöglichkeiten. Also auch im Bereich Learning Analytics würde ich mir erwarten, dass es tatsächlich dann bald auch gute Anwendungen gibt. Es ist bekannt, dass sowohl Schüler, aber auch Studierende tatsächlich ja KI verwenden, wenn sie eben ihrerseits sich auf Prüfungen vorbereiten, aber vor allem natürlich auch bei dem Verfassen von schriftlichen Arbeiten. Also wir denken, dass es also keinen Sinn macht, komplett das Ganze also nur zu verbieten. Ja. Und andererseits ist es auch fatal, wenn man eben auf diese Entwicklungen nicht reagiert und einfach wegschaut, sondern es muss eben darum gehen, darauf zu insistieren, dass es transparent gemacht wird. Also wenn Lernende KI einsetzen und die sollten das tatsächlich dann eben auch entsprechend angeben. Ich würde tatsächlich auch präferieren, dass man tatsächlich auch sogar die Prompts dann mit in den digitalen Anhang packt. Und zum anderen ist es aber auch, glaube ich, eine Gelegenheit nochmal, um zu überdenken, wie man quasi auch diese Form der Prüfungsleistungen weiterentwickelt. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn es tatsächlich irgendwie um spezifische Fragen geht, dass dann doch irgendwie generative Sprachmodelle ziemlich schnell an die Leistungsgrenze kommen. Wir müssen aber eben das im Studium aufbauen und überlegen, also wie zukünftig tatsächlich dann in dem Berufsfeld unsere Absolventen vielleicht tatsächlich eben auch zielgerichtet dann und sinnvoll eben KI einsetzen können. Und das sollte man tatsächlich auch fördern. Und das sehe ich auch nochmal neue Herausforderungen eben für Studienangebote, für Prüfungsleistungen. Ich denke, es ist zukünftig realistisch, dass wir da immer mehr das als Routine einbauen. Am ehesten sehe ich es tatsächlich wirklich nochmal auch im Sinne von zusätzliche Überprüfung von Sprache, also Rechtschreibung, Grammatik,
oder zum Beispiel auch, wenn es ums Kürzen geht, ne? Also bezogen auf die inhaltlichen Aspekte. Zumindest auf höherem Niveau halt sind noch Sprachmodelle noch weit weg. Gerade wenn es irgendwie um ganz spezifische Aspekte geht aus dem Studium. Da sieht man dann schon die Grenzen. Ne? Die großen Sprachmodelle sind ja hauptsächlich mit Texten aus dem Web trainiert worden. Dementsprechend haben sie natürlich jetzt den Kanon der deutschen Bildungstheorie zum Beispiel halt gerade nicht irgendwie als Trainingsdaten. Und wenn das eben in einem erziehungswissenschaftlichen Studium aber Gegenstand ist, ne, oder auch genauso der deutschsprachige medienpädagogische Diskurs, ist das Sprachmodell noch nicht so leistungsstark, dass sie da wirklich gute Ergebnisse liefern könnten, die quasi wirklich das Niveau eines Hochschulstudierenden dann erreichen. Und das kann man sichtbar machen. Und gleichzeitig aber vor allem dann auch eben diese Perspektive der zukünftigen Pädagogen ist mir auch wichtig, ne? Dass die ihrerseits wissen, wenn sie quasi eben als Lehrkraft tätig sind an Schulen oder wenn sie dann in der Bildungsarbeit tätig sind, da haben sie dann wiederum mit Personen zu tun, die da vielleicht eben diese Erkenntnisse noch nicht gemacht haben oder die da einfach mit ganz großen Fehlvorstellungen an die KI rangehen. Natürlich zunächst mal in der Vorbereitung. Und klar, also man kann sich tatsächlich eben ja mittlerweile ja auch ganze Kurse generieren lassen oder man kann sich ja auch einfach Ideen, hochschuldidaktische Ideen generieren lassen für die Gestaltung von einzelnen Sitzungen. Das scheint mir tatsächlich gerade auch ja, also für Anfänger eine gute Hilfestellung zu sein, wenn man eben vielleicht auch jetzt keinen pädagogischen, didaktischen Hintergrund hat. Da scheint es mir schon eine Hilfestellung zu sein, dass man sich eben auch ja, bezogen auf Ideen zur Gestaltung von Lehrarrangements da irgendwie Impulse liefern kann. Und wichtig ist aber, und da kommt eben dann die Hochschuldidaktik ins Spiel, dass die natürlich auch nochmal deutlich macht, also was da vielleicht Gestaltungsprinzipien sein sollten, ne? Oder was vielleicht auch Prompts sein könnten, mit denen Hochschullehrende arbeiten. Und immer auch natürlich die Botschaft, dass man es bitte nicht ungeprüft 1:1 übernehmen soll, sondern wirklich halt für sich natürlich irgendwie eine Vision entwickeln muss. Und entsprechend auch in der Vorbereitung, ne? Also gibt es natürlich dann Möglichkeiten. Also es könnte quasi eben anhand von Stichpunkten vielleicht eine Hilfestellung sein, wenn ich jetzt quasi da irgendwie eine Beschreibung generiere für das Seminar. Oder wenn ich jetzt eben dann einen Übungstext brauche, ne? Man kennt das zum Beispiel eben auch in der Lehrkräftebildung, dass man, was weiß ich jetzt zum Beispiel Sprachtexte auf unterschiedlichen Niveaus haben möchte für Studienzwecke. Bis hin zu eben dann die Arbeit in der Lehrveranstaltung, da muss man halt genau überlegen, wo es Sinn macht. Das schaut in anderen Fächern wieder ganz anders aus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass eben die Hochschullehrenden da fachspezifisch tatsächlich überlegen, also welche Qualifikationen bezogen auf KI sind denn für unsere Studierende relevant. Der letzte Punkt ist natürlich dann eben Nachbereitung von Lehrveranstaltungen. Da könnte man natürlich auch an Evaluationsfragen zum Beispiel denken. Man kann sich auch überlegen, ob es eine Hilfestellung sein kann, also für irgendwelche Aufgabenstellungen, die man bei Hausarbeiten vergibt oder bei Klausurfragen. Ich bin aber ehrlich gesagt anhand meiner Erfahrungen da eher skeptisch, was tatsächlich den Nutzwert anbelangt. Eine Besonderheit von generativen Sprachmodellen ist ja, dass sie immer irgendwelche Texte generieren. Und das muss man erstmal verstehen, ne? Dass auch wenn man unsinnige Fragen stellt oder halt irgendwie Fragen stellt, wo anzunehmen ist, dass keine vernünftige Antwort rauskommen kann, dass da immer Antworten rauskommen. Und genauso natürlich bei Fragen, wo man vielleicht die Vermutung hat, dass hier eine gute Antwort kommen könnte und dann kommt eine Antwort, die gut klingt, aber die kann natürlich trotzdem falsch sein. Manche haben da wirklich die Annahme, dass irgendwie Sprachmodelle irgendwas zu tun haben mit Superintelligenz oder dergleichen oder dass sich gerade irgendwie da so eine generelle Superintelligenz abzeichnet. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man hier einfangen muss.
Und das bedeutet eben, dass ich immer quasi eben in der Verantwortung bin, tatsächlich zu überprüfen, ob was jetzt der Wahrheitsgehalt ist, ob zum Beispiel eben dann auch Quellen, die genannt sind, überhaupt existieren. Da kann ich auch ein schönes Beispiel nennen. Wir haben quasi eben zum Thema Erörterung in der Schule mit Blick auf eben auch Wissenschaftlichkeit haben wir quasi versucht, da auch mit Prompting dem KI beizubringen, dass es tatsächlich wirklich nur Quellen, also dass er Quellen schon mal nennt tatsächlich auch und wirklich nur real existierende Quellen nennt, wissenschaftliche. Und wir hatten tatsächlich auch noch durch zusätzliches Prompting dann auch das Sprachmodell gebeten, tatsächlich das nochmal auch zu überprüfen. Und wir haben also dann mehrfach die Situation gehabt, dass es quasi dann eben angegeben hat, dass das geprüft hat und alle Quellen existieren. Und das war nicht der Fall. Und sogar wenn man quasi eben dann die Quelle genannt hat, dann wurde zuerst mal in Anführungszeichen gelogen, also das Gegenteil behauptet. Was ich jetzt in Hausarbeiten schon ein paar Mal gesehen habe, ist, dass dann Zitate generiert werden, also die es so gar nicht gibt. Ne? Also das sind Dinge, die natürlich verstören. Für diejenigen, die tatsächlich eine andere Erwartung haben. Wenn man es weiß, also wie die Sprachmodelle funktionieren, dann ist es weniger verstörend, dann ist das Verständnis und macht aber deutlich, wo also die Grenzen sind. Die Frage nach den falschen Texten gibt es aber noch in einer anderen Dimension, nämlich durch die Zunahme von Fake News, tatsächlich eben mit Hilfe von sprachgenerierenden Modellen. Es gibt erste Schätzungen, dass tatsächlich eben fast die Hälfte der Zugänge bei Facebook mittlerweile tatsächlich eben Fake sind und wo quasi dann eben die ganzen Social-Media-Plattformen geflutet werden von Nachrichten, die eben mit Hilfe von Bots erzeugt werden. Und es gibt Wissenschaftler, die davor warnen, dass tatsächlich die Sprachmodelle das Potenzial haben, dass sie auch den Nutzwert des Internets letztendlich zerstören. Ne? Weil tatsächlich eben einfach die Vervielfältigung von irgendwelchen tendenziösen Nachrichten oder falschen Nachrichten eben immer leichter möglich ist. Gleichzeitig haben wir ja gerade auch gehört, dass eben die Betreiber von solchen Plattformen zum Teil das eben auch noch befeuern, indem sie quasi eben den Faktencheck einstellen oder indem sie eben auch Nutzern tatsächlich auch nochmal das unterstützend ermöglichen wollen, dass sie quasi eben AI-gestützt dann Accounts einrichten. Und da haben wir quasi eben auf einer ganz anderen Ebene nochmal wirklich ein großes Problem, würde ich sagen, weil natürlich gerade die junge Generation zunehmend stärker ihr politisches Wissen, ihre Alltagsüberzeugungen aus Social Media bezieht. Und wir sehen, dass natürlich schon in den Wahlkämpfen tatsächlich eben auch Social-Media-Plattformen genutzt werden zur Verbreitung von Falschnachrichten mit Hilfe von KI. Das ist ein Riesenthema, weil es tatsächlich letztendlich natürlich auch unsere die öffentliche Kommunikation, die Meinungsbildung nachhaltig verändern kann und letztendlich dann auch Abläufe in der Demokratie nachhaltig stört. Konzepte zu entwickeln, wie das Thema KI in der Hochschullehre integriert werden kann, mit Fokus eben auf Sprachmodelle. Chatbots ist also unser Themenfokus und der Gegenstandsbereich vor allem erziehungswissenschaftliche Studiengänge. Und da sind wir also unterwegs, eben interdisziplinär. Die Schulpädagogik ist beteiligt, die Computerlinguistik, die Germanistik. Ausgehend von dem sogenannten Frankfurt-Dreieck und dem Darkstuhl-Dreieck haben wir quasi ein Konzept, was eben 3 Perspektiven vor allem verfolgt. Nämlich die Frage, wie funktioniert also die Anwendung, die neue Technologie, also in dem Fall, wie funktionieren Sprachmodelle, was ist die Technologie dahinter? Wie wende ich es an, wäre die zweite Perspektive, also eher anwendungsorientiert. Und die dritte ist, welche Folgen hat tatsächlich eben die Nutzung von KI? Ethische Aspekte beispielsweise. Auch Fragen, wie sich Berufsfelder zum Beispiel verändern. Und damit wird deutlich, dass wir quasi da schon ein umfassendes Programm haben, was eben auch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert. Und wir haben eben dann diese Sprachgenerierung
angeguckt und haben da quasi eben versucht, jetzt schon mal ein Konzept zu entwickeln, was eben dann in den erziehungswissenschaftlichen pädagogischen Studiengängen Studierenden dann so ein Grundverständnis entwickelt, auf die Verwendung bezogen. Also wie verwende ich das jetzt zum Beispiel im Kontext von der Gestaltung von Lernprozessen als zukünftiger Pädagoge. Und einerseits quasi das selber dann in Lehrveranstaltungen umsetzen, aber andererseits zum Beispiel auch das Thema Organisationsentwicklung dann auch mitgestalten können. Also wir haben quasi auch zum Beispiel im Lehramt dann die Multiplikatorenausbildung. Das sind dann Medienpädagogen, die Schulentwicklung vorantreiben müssen und eben da auch andere Schulleitungen zum Beispiel beraten können sollen bei der Integration von KI. Vielleicht eben noch häufiger Chatbots eingesetzt werden. Es gibt ja jetzt schon Beispiele auch, wo es zum Beispiel für FAQs genutzt wird, dass Studierende ihre Fragen beantwortet bekommen rund ums Studium oder wenn sie sich eben informieren wollen über Studienangebote, dass man da vielleicht dann auch dann KI sieht, die quasi hier Antworten gibt, aber vielleicht auch Empfehlungen zur Gestaltung des Studiums und sowas. So Recommendation-Systeme, denke ich, die werden wir stärker sehen. Also das zeichnet sich ja so ein bisschen ab. Ich glaube auch, dass wir stärker uns eben dann schon dran gewöhnt haben, dass wir eben natürlich KI einsetzen, oder also als Lehrende, aber auch dass Studierende KI einsetzen. In manchen Bereichen hat es vielleicht auch dann schon wieder den Reiz verloren. Also das könnte man auch vorstellen. Also ich denke, dass es großes Potenzial hat, wenn es zum Beispiel eben um Literaturrecherche geht, wenn es um Aufbereitung von Forschungsständen geht, wenn es um Zusammenfassung von Texten geht. Damit verbunden natürlich auch irgendwie wieder Aufbereitung von dem Ganzen in Präsentationen beispielsweise oder Visualisierungen. Darf man nicht vergessen, dass man auch gerade im Bereich von grafischer Aufbereitung von Forschung da auch viele Möglichkeiten hat, die vielleicht eben dann wesentlich leichter und schneller umsetzbar sind, also mit Hilfe von KI. Dass wir eben dann gerade für Studierende, die vielleicht dann irgendwie krank sind oder was, auch so eine kurze Zusammenfassung hat der Lehrveranstaltung, der Seminarsitzung, KI generiert. Das könnte ja auch ein Szenario sein, bis hin zu eben dann auch so Übungsaufgaben. Also könnte man schon vorstellen, dass es tatsächlich auch noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dass man eben anhand von Vorlesungsskripten, anhand von Lehrbüchern dann irgendwie so kleine tutorielle Systeme hat, die eben dann so trainiert werden, dass sie auch erkennen können, in welchen Bereichen dann der Studierende noch Schwächen hat und vielleicht dann auch Empfehlungen geben und sowas. Das wäre möglich, ne? Ist aber, und das ist mir nochmal wichtig herauszuheben, zum Teil sind es eben dann noch andere Systeme als die wir halt jetzt sehen. Also manche verwechseln zum Beispiel halt auch die verschiedenen Arten von KI-Systemen. Ein Sprachmodell ist halt kein intelligentes tutorielles System. Und ich sehe auch nicht, dass sich jetzt ein Sprachmodell tatsächlich auch sehr schnell darauf hin entwickelt, dass es so eingesetzt werden könnte, zum Beispiel wie ein intelligentes tutorielles System. Oder auch die anderen Bereiche erfordern zum Teil halt ein spezifisches Training oder auch eigene Modelle, die halt damit trainiert werden. Ich denke, dass da jetzt auch viele dran sind und versuchen da eben auch entsprechende Entwicklungen zu forcieren. Und 5 Jahre scheint dann schon ein Zeitraum zu sein, wo wir dann auch erste Früchte sehen dürften. Also gerade wenn es eben um veränderte Öffentlichkeit geht, wenn es um Texte geht, die von KI generiert worden sind, Filme geht oder auch zum Beispiel um Spiele, Computerspiele, die mit Hilfe von KI entwickelt worden sind. Also da haben wir neue Gegenstandsbereiche und das ist auch eine Veränderung von Hochschullehre, nämlich dass wir plötzlich an ganz vielen Ecken viel stärker dann das als Thema haben werden.
vereinfacht dargestellt betrifft es eben diese 3 Perspektiven, zum Beispiel mit dem Frankfurt-Dreieck, wo ich eben wissen muss, wie was funktioniert, wie ich es anwenden kann und welche Konsequenzen es hat. Damit ich das natürlich bezogen auf meine Zielgruppe kann, muss ich zum Beispiel eben auch dann Wissen haben über die Lebens- und Medienwelt meiner Zielgruppe. Das heißt, also ich muss Kenntnisse haben über Mediensozialisation und bezogen eben auf KI-Anwendungen. Wie wachsen denn jetzt heute Kinder auf? Wann werden die mit digitalen Medien erstmals konfrontiert? Und ich muss natürlich, wenn ich das Thema aufgreife, KI, muss ich natürlich wissen, wo steht meine Zielgruppe? Was haben die tatsächlich eben dann für Vorkenntnisse und wie kann ich da andocken? Das ist eben der Bereich der Mediensozialisation, wo sich eben dann aber das Themenfeld KI durchaus andockt an andere Technologien, an andere digitale Medien und entsprechend entwickelt sich auch das Studienangebot und die Anforderungen entwickeln sich da weiter fort. Man sollte möglichst unvoreingenommen einerseits, aber auch fragen und skeptisch mal rangehen und sich selber ein Bild machen. Also es ist tatsächlich, man kommt nicht drum rum, die Dinge dann mal selber für sich mal auszuprobieren und in seinem Lehrgebiet schon mal das eine oder andere Szenario oder die eine oder andere Anwendung mal zu testen und dann kritisch auch drauf zu schauen und das zu hinterfragen. Das ist mal der eine ganz praktische Tipp. Und der zweite, vielleicht wichtigere Tipp ist, dass ich halt eine Vision haben muss, also was tatsächlich jetzt eben das Thema KI für mein konkretes Studienangebot, für meine konkreten Studierenden letztendlich bedeutet. Wenn ich jetzt eben Chemiestudierende habe oder wenn ich Medizinstudierende habe oder wenn ich Sportstudierende habe, stellt sich das Thema KI meines Erachtens vollkommen anders dar. Ne? Und ich glaube, dass es ein Irrtum wäre, dass man meint, dass also alle Hochschullehrenden gleichermaßen KI in der Lehre einsetzen sollten. Das wäre, glaube ich, meines Erachtens der Holzweg, sondern man muss, glaube ich, schon zu studienspezifischen Lösungen kommen.